Prayer. Mein Name ist Josef Kirschowitsch, ich bin Partner bei MSL und ich freue mich, das moderieren zu dürfen, vor allem mit meinen Gästen. Zwei Sachen für alle, die heute teilnehmen oder mithören wollen, zuschauen wollen. Wir haben einen Countdown. In genau 29 Minuten und 40 Sekunden ist die Podiumsdiskussion vorbei. Ja? Wir haben also genau diese Zeit, um heute zu sprechen. Dabei können wir das nur als Impuls nehmen, weil unser Thema so essentiell und wichtig ist. Bezahlbares Wohnen und lebenswerte Städte, die Quartiere der Zukunft. Ein Thema, das wir eigentlich die ganze Zeit über die vergangenen Jahre durchexerzieren konnten. Bevor wir anfangen, möchte ich ganz kurz in die Runde geben. Ich möchte, dass unsere Gäste sich kurz vorstellen und mir sagen, was ihnen wichtig ist. Lieber Arno, fängst du an. Was ist dir wichtig an der heutigen Diskussion und wer bist du? Ja, vielen Dank. Mein Mikro ist nicht an, oder? Ist es an? Nein, das ist Man nicht hört an. mich, ist nicht an. Vielleicht nimmst du ein anderes. Mein Mikro, jetzt ist es an. Ja, ganz lieben Dank. Mein Name ist Arno Alborn, ich bin Geschäftsführer von Industria Wohnen in Frankfurt und wir bieten institutionellen Anlegern Fondsprodukte an und wir haben einen Blumenstrauß an Marktveränderungen die letzten 1,5 Jahre erlebt und ich hoffe, wir können heute darüber sprechen. Super, vielen Dank, Arno. Außerdem freue ich mich sehr, Michael Keune hier zu haben. Michael, wenn du dich kurz vorstellst und wenn du mir auch sagst, warum ist das Thema unserer Diskussion heute so wichtig? Ja, Michael Keune, mein Name, Geschäftsführer der Catella Residential Investment Management, Fondshaus für Wohnprodukte. Und ja, mir ist wichtig, das Thema Bezahlbarkeit mal nicht nur von der Miete, sondern auch von der Rendite heute darzustellen. Vielen Dank. Und Gabriel, du bist unser Gastgeber heute. Ja, Gabriel Kosiski, Gründer und CEO der Prayer Group. Mir geht es heute darum, mal darüber zu sprechen, wieso bezahlbares Wohnen tatsächlich in den nächsten Jahren ein wichtiger Aspekt ist für Deutschland, insbesondere unter der Betrachtung, dass wir ein Wirtschaftsland sind, was abhängig von einer Zuwanderung ist und wir auch Produkte bieten müssen, damit wir auch eine positive Zuwanderung in den nächsten Jahren gewährleisten können, damit wir auch die Arbeitskraft haben, die uns aktuell in Deutschland fehlt, um halt auch in der Wirtschaft zu wachsen. Vielen Dank, Gabriel. Und da wollen wir auch gleich einsteigen, weil in den vergangenen Jahren Inflation, Zinsen, höhere Mietbelastung, höhere Wohnkosten dazu geführt haben, dass die Lebenshaltungskosten insgesamt in Deutschland hochgegangen sind. Sind wir zu teuer geworden im internationalen Vergleich? Ich würde die Frage mal an Arnaud als erstes geben. Ja, vielen Dank. Tatsächlich ist es so, dass wenn man das mit dem Ausland vergleicht, das Wohnen in Deutschland noch relativ günstig ist. Das heißt, Investoren oder auch Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Mieten noch deutlich zu steigen oder steigen werden in der Zukunft, insbesondere was Ballungsräume angeht. Und ja, es gibt immer diese direkten Vergleiche mit London, Paris, mit anderen Metropolregionen. Ob man das so machen kann, sei mal dahingestellt. Aber es ist scheinbar noch genug Luft nach oben, um entsprechend höhere Mieten umzusetzen. Gabriel, du hast vor einigen Wochen in der Immobilienzeitung sogar die Zahl 30 Euro je Quadratmeter. 30 Euro ist the new normal. Kannst du das mal kurz erläutern? Ist das realistisch? Also wenn man sich sozusagen die heutigen Zahlen anschaut, was sozusagen bis heute noch die Bodenpreise kosten, klar, die Bodenpreise sind gefallen, aber die sind trotzdem auf einem extrem hohen Wert. Baukosten steigen aufgrund von Regulatorik. Wir können aktuell nur noch Neubau mit hohen Mieten anbieten. Und wir müssen uns natürlich daran gewöhnen, dass die Mieten auch in diesem Niveau bleiben. Die können sich nur unter einem Aspekt ändern, wenn wir sozusagen die gleiche Sprache mit der Politik sprechen und wir wieder, wie es auch in den letzten Jahrzehnten noch war, also quasi in den 90er Jahren, dass wir wieder neue Förderwege bekommen, um nicht nur geförderten Wohnungsbau zu bauen, sondern auch preisgedämpften Wohnungsbau zu entwickeln, der aktuell bei uns fehlt. Wir brauchen nicht Wohnungen, die mit WBS-Scheinen bedient werden, wir brauchen Wohnungen für den normalen Otto-Normalverbraucher, der auch unsere Wirtschaftsleistung abbildet in Deutschland. Michael, wenn ich dich so anschaue bei der Catella, Ja, wie antwortet ihr denn auf diese Herausforderung? ja, also wir betreuen ein internationales Portfolio, also ein europäisches Portfolio, ja, das ist immer unser UBO gewesen und die Dramatik, die sich da darstellt, ist tatsächlich, dass es im Quervergleich jetzt zu Holland, Frankreich, Österreich, Dänemark, wo wir investiert sind, solche Mietsprünge, wie es in Deutschland nicht gibt, ja, weswegen das ja auch das entsprechende Kapital anzieht, ja, nach Deutschland, weil man sich relativ hohe Renditen versprechen kann, jetzt auch schon bald wieder. Aber es ist einfach Fakt, wie Gabriel auch sagt, also wir betreuen in Berlin Objekte, managen
Objekte in Hamburg, wo wir tatsächlich diese 30 Euro hier und da auch schon kratzen und das im klassischen Wohnungsbau. Ja. Natürlich kleinteilige Wohnungen, jetzt keine 4-, 5-Zimmer-Wohnung, aber es ist die Realität. Jetzt ist dann die spannende Frage, dürfen wir das denn nehmen? Ja. Ich denke schon, dass wir das nehmen dürfen, Angebot und Nachfrage, aber die Dramatik spitzt sich natürlich zu, immer weiter. Arnaud, wie geht ihr? Ihr habt ja auch eine andere Form, also Cartella geht in die Kleinteiligkeit häufig. Ja, habt ihr bei der Industrie, wie macht ihr das? Man kann jetzt über Quadratmetermieten philosophieren, ob 30 Euro viel oder wenig ist oder 20 Euro oder 10. Wir schauen uns die Absolutmieten an und das führt dazu, dass wir einfach sagen, in bestimmten Regionen sollte man nicht mehr zum Beispiel als 1.000 Euro Kaltmiete verlangen, weil sich sonst die Mieter es schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können. Das führt interessanterweise dazu, dass wir gerade bei Ankäufen auf Grundrisse noch verstärkt schauen und genau gucken, wie ist das Verhältnis von Verkehrsfläche zu reinen Nutzfläche und dass auch Mieter verstärkt nach sehr funktionalen Grundrissen schauen, damit die Gesamtmietbelastung nicht zu hoch wird. Finde ich interessant, weil ihr damit ja zwei Aspekte des Wohnungsmarktes abbildet und dadurch mit unterschiedlichen Hebeln, wenn ich das richtig verstanden habe, eher kleinteilig, also Versuch, kleinere Wohnungen zu gestalten mit höheren Preisen oder eben die Gesamtmiete. Ist das richtig oder Michael, würdest du es noch weiter Die ausführen? Reaktion der kleinen Wohnung ist ja die Gewährleistung der Bezahlbarkeit. Ja, also das ist natürlich der Umkehrschluss ist, umso weniger Angebot, umso größer die Nachfrage, umso höher der Angebotspreis. Ja. Das heißt, ich muss es in Summe dann wieder runter tunen und damit kleinere Wohnungen bauen, damit ich dann in solchen Grenzen wie 1.000, 1.500, 2.000 bleibe. Ja. Und das ist dann wiederum eine Verschärfung dessen. Das bedeutet, dass ein Pärchen, was hatten wir jetzt gerade in Berlin, ja, war ja kurzzeitig unter Presse, dass Pärchen, die schwanger sind, noch nicht schwanger sind, keinen Anspruch haben auf eine 3-Zimmer-Wohnung. Ja. Also man muss mit Kind kommen, sonst kriegt man keine 3-Zimmer-Wohnung. Also in dieser Dramatik befinden wir uns. Ja. Bevor Gabriel, ich dich zu einer wichtigen Sache dann frage, ganz kurz zur Erläuterung. Der Berliner Senat hat für die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften eine neue Regelung erlassen, eine Satzung, dass nur noch ein Zimmer pro Person in einer Wohnung überhaupt vermietet werden darf. Ja, also wenn ich Single wäre, hätte nur Anspruch auf ein Zimmer bei einem öffentlichen. Wenn ich mit Gabriel mich zusammentue, ja, Gabriel, wir tun uns zusammen, dann kriegen wir 2 Zimmer. Und wenn wir beide ein Kind kriegen, aber erst wenn das Kind da ist, dann dürfen wir 3 Zimmer haben. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wenn man 2 Persönlichkeiten hat? Das ist, darüber reden wir nachher. Gabriel, ich möchte aber dich eine Sache fragen, weil gerade eben das Stichwort schon gefallen ist, nämlich die Lagen genau anschauen, wo man welche Preise nehmen kann und sollte. Arnaud hatte das vorhin gesagt, wir schauen uns die Lagen an und sagen, okay, in der Lage aufgrund der Einkommensstrukturen, aufgrund der Wirtschaftsstärke sollte man da bestimmte absolute Mietpreise nicht überschreiten. Wie kann die KI, wie könnte das, was ihr mit Prea entwickelt, wie kann das da unterstützen? Naja, wir arbeiten am Ende des Tages für Investoren. Investoren wie Fondsmanager, Assetmanager, die am Ende des Tages Immobilien kaufen und die haben immer am Ende des Tages jetzt die gleiche Fragestellung. Wenn man jetzt sich irgendwie Immobilien anschaut, was passiert mit der gesamten Region, wenn ich hier einen Neubau hinstelle, jetzt 30 Euro verlangen muss? Passiert hier was mit der Urbanisierung? Welche politischen Risiken bestehen in den nächsten Jahren, wenn hier solche Neubauten entstehen, die eine komplette Marktveränderung Sorge tragen können in dieser Mikroregion und eventuell früher oder später zu einem Milieuschutzgebiet führen können oder zu einem Sanierungsgebiet führen können. Und was wir mit Daten machen, ist eigentlich relativ einfach. Wir schauen uns ungefähr um die 300 Merkmale an, die essentiell dafür sind, was sind die Preistreiber. Also sprich, ist der Preistreiber am Ende des Tages, sind es Schulen, ist es die U-Bahn-Station vor der Haustür oder ist es der Kiez, den wir eventuell in Zahlen definieren oder was ist ein Kiez im Endeffekt? Also wir schauen uns diese Zahlen an, das sind immer, wenn man jetzt Berlin als Beispiel nimmt, pro Postleitzahl sind es mal 10 bis 20 Millionen Datensätze, die speisen wir durch die KI ein und haben dann draußen einen Feature Importance, der uns sagt, welche dieser Merkmale waren verantwortlich, damit diese Preise entstanden sind. Daraus können wir Rückschlüsse schließen, ob hier irgendeine Urbanisierung stattfindet, die zu politischen Risiken führen können, dass in dieser Region eventuell ein Milieuschutzgebiet oder sonstiges entsteht, die dann für die zukünftige Bestandshaltung, weil zum Beispiel eine Industrie wohnt, schaut sich ja Produkte auf 10-Jahres-Basis oder länger an,
die müssen ja wissen, was aus ihrem Neubau, der in Zukunft ja ein Bestandsbau ist, was diesen Bestand in Zukunft erwartet. Und das sind halt die Themen, die wir sozusagen mit KI beantworten können und bestimmte Risikomerkmale abbilden. Arno, Aber du auch hast Chancen. jetzt schon genickt mit dem Kopf. Ja, also ich habe, muss ich gestehen, die KI bis heute nicht verstanden. Aber vielleicht bin ich auch nicht der Einzige. Ist aber vielleicht auch nicht wichtig, weil wenn die Ergebnisse, die die KI liefern, das ist, was du beschreibst, Gabriel, dann können wir wunderbar damit arbeiten. Was ich gut finde, ich bin seit 13, 14 Jahren jetzt im Investmentbereich. Wir haben oft Investmententscheidungen getroffen im Millionenbereich aus dem Bauch heraus. Ja, weil wir einfach ein Gefühl hatten, weil wir gesagt haben, das passt und die Mieten passen und das, wenn ich es richtig verstanden habe, soll die KI dieses Bauchgefühl ablösen, indem wir einfach sagen, pass mal auf, wir füttern das mit so vielen Daten, dass am Ende auch Ergebnisse rauskommen, mit denen Investoren arbeiten können. Es ist sozusagen eine Beihilfe für die persönliche Entscheidung. Man entscheidet am Ende des Tages entscheidet der Mensch. Und insbesondere bei Immobilien. Bei Immobilien haben wir eine sehr schwierige Transaktionsform, die geht dann bis zum Notar. Und das kann nur ein Mensch entscheiden, ob er diesen Schritt geht. Eine KI kann uns in einem Automatisierungsprozess bestimmte Arbeitsworkflows vereinfachen, vielleicht sogar bessere Insights liefern oder wichtige Insights liefern, die wir so als Menschen nicht sehen würden und uns dazu zu einer besseren Entscheidung führen. Finde ich einen interessanten Aspekt. Kommen wir zum nächsten großen Batzen, der auch im Titel unserer heutigen Podiumsdiskussion ist, nämlich das Stichwort Quartier. Und ich muss ehrlich sagen, fast alles, was heute entsteht, was gebaut wird, ist ein Quartier. Was versteht ihr eigentlich, Michael? Was verstehst du unter einem Quartier mit Zukunft? Ein Quartier mit Zukunft, ja. Also die klassische Ausbildung, aus der ich komme, ich bin ein Wohnmensch, ja, mache nur Wohnen mein ganzes Berufsleben, ist Beispiel Europa Cities. Ne? Haben wir mehrere in Deutschland, ja. Gibt es in Berlin eine Europa City, gibt es in Frankfurt eine Europa City, in denen wir jeweils auch investiert sind. Ja. Zumeist idealerweise kauft man in so einem Quartier das erste Grundstück und nicht das letzte, ja, in der Preisdynamik da zu entwickeln. Ich glaube, das ganze Thema Quartier ist dann, wie so vieles in den letzten Jahren, missbraucht worden, um alles darzustellen, was irgendwie eine Wohnprojektentwicklung ist mit mehr als einem Baukörper. Ja, war dann plötzlich ein Quartier. Wenn da noch eine Kita drin war oder ein Discounter daneben, dann galt das auch als Quartier. Ich glaube, das Thema Quartiersentwicklung spielt nicht mehr die Rolle, die es mal hatte. Ja. Also kann damit selber persönlich ehrlicherweise relativ wenig anfangen. Hanno, wie siehst du das? Ja, Quartier ist für mich das Gegenteil von Monostrukturen. Also wir hatten auch in den 60ern, 70ern, kam man auf die ganz glorreiche Idee, wir machen Schlafstädte, die sind da draußen. Dann fahren die alle mit dem Auto rein, um in der Innenstadt zu arbeiten. Quartier ist für mich in der Definition immer eine Mischnutzung, dass ich sage, ich habe Wohnen, Arbeiten, ich habe idealerweise Nahversorgung, ich habe Ärzte, Kindergarten, alles, was wir uns vorstellen können, was das Leben irgendwie lebenswert macht, versuche ich möglichst in einem Quartier zu integrieren. Und das ist, ich habe jetzt noch keiner gesagt, der sagt, nee, also Quartier ist irgendwie minderwertig, sondern es ist wird vom Menschen als höherwertiger empfunden als Mononutzung. Und deswegen streben unheimlich viele Projektentwickler auch in diesem Bereich. Jetzt hast du Wohnen und Arbeiten angesprochen und kurze Wege. Und wir erleben gerade bei sehr, sehr vielen Unternehmen E-Mails, wo es heißt Return to Office. Ja? Ganz viele Unternehmen schreiben jetzt an ihre Mitarbeiter, gerade jetzt zum Ende des 3. Quartals, Anfang des 4. Quartals, wir wollen Return to Office umsetzen innerhalb der nächsten 6, 8, 9 Wochen. Beißt sich das nicht mit dem Quartier, dass man sagt, ja, man kann auch vor Ort arbeiten, mit dem Gedanken? Also jetzt hast du ein ganz neues Thema aufgemacht, über das können wir jetzt 3 Stunden diskutieren. Mega spannend, weil kein Unternehmen genau weiß, wie man damit umgehen soll. Es ist auf der einen Seite eine Riesenchance, weil die Arbeitnehmer gewisse Freiheiten haben. Auch der Geschäftsführer kann mal einen Tag zu Hause bleiben, habe ich festgestellt. Also ganz viele neue Möglichkeiten. Ich glaube aber, dass das dem Quartiersgedanken nicht zuwiderläuft. Das ist eine Bereicherung und jetzt müssen die Unternehmen, das ist ganz spannend, für sich entscheiden, wie sie damit umgehen. Michael, willst du ergänzen? Ja, also die Dynamik, also die Ableitung für einen Projektentwickler daraus, wie sich das Arbeitsverhalten verändert in der Corona-Krise, aus der das jetzt alles auch resultiert, ja. Die Dynamik, dass die Menschen unheimlich gern im Speckgürtel leben und sich an einem Bäcker gemeinsam morgens anstellen, ja, weil das ja da so schön ist, ja, die kann ich nicht teilen. Ja. Das ist ja auch Quartiersentwicklung, finden ja nicht mehr
selten noch innerstädtisch Stadt, sondern eher außerhalb, außer in Städten, kleinere Städte wie im Ruhrgebiet, Mönchengladbach oder so. Aber der Gedanke, dass ich in der Nähe meines Arbeitsortes gerne lebe, wohne, dass ich gerne arbeiten gehe ins Büro. Ich glaube, diese generelle Psychologie des Menschen, die jetzt natürlich getrieben ist durch eine wirtschaftliche Dynamik, die einen ins Büro zurückzwingt, ja, uns alle, die war immer da und hat sich auch gar nicht verändert. Ja. Das ist meiner. Gabriel, du bist ja jemand, der mit Punkten und mit Umfragen tatsächlich fragt, was ist denn da das Wichtige, dass die Menschen auf der einen Seite zufrieden sind mit dem, wo sie wohnen und trotzdem bereit sind, ins Büro zu fahren, zur Arbeit zu fahren. Wie ist deine Einschätzung? Ich glaube, das ist was heißt ich glaube, es sind die Forschungsstudien über Homeoffice, wieso Homeoffice überhaupt entstanden sind, war ja eigentlich der Folgepunkt, dass die Pendelzeiten in unserem Wirtschaftswachstum der letzten 10 Jahre immer größer und größer geworden ist. Wir hatten in den letzten 10 Jahren einen gigantischen Wirtschaftswachstum. Wir mussten Personal aufbauen, aber die Städte sind gar nicht so schnell gewachsen und die Infrastruktur ist gar nicht so schnell gewachsen. San Francisco war ja zum Beispiel das beste Beispiel dafür, dass plötzlich Pendelzeiten von 2 Stunden in eine Richtung stattgefunden haben. Das heißt, es sind 4 Stunden. Wie viel Pendel? 2 Stunden Bis zu in 2 eine Stunden. Richtung. Wäre 2 Stunden in Deutschland überhaupt denkbar? Kurze Zwischenfrage. Zu pendeln? Schwierig. Ja, dann wären sie von Stuttgart in Frankfurt. Ja. Ja. Das geht technisch. Technisch. Man muss ja auch 2 Stunden zurückpendeln. Das heißt, man hat 4 Stunden, das ist ein halber Arbeitstag, den man nur für die Anreise und Abreise mit sich nimmt. Und das sind eine der Hauptindikatoren, die dadurch zustande gekommen sind, dass man Homeoffice befürwortet hat. Mit der Digitalisierung zusammen, weil die Digitalisierung das Homeoffice ermöglicht hat. Ja. Und das Thema ist einfach, ganz einfach, Homeoffice findet dort statt, wo die Menschen einerseits aus der Stadt gedrängt werden, weil die Wohnungsmieten nicht mehr bezahlbar sind und halt in die Peripherie ziehen und dadurch die Pendelzeit erhöht wird. Das ist sozusagen ein Indikator dafür und auch ein Anzeichen dafür, dass Städte, insbesondere auch sowas wie Berlin oder Frankfurt oder München oder Hamburg, also große Städte, die brauchen wieder innerstädtischen bezahlbaren Wohnraum. Und das funktioniert halt am Ende des Tages nur durch Förderprogramme des Senats oder der Stadt. Und die müssen auf preisgedämpftes Wohnen ausgelegt werden. Also das heißt, Wohnen für Otto-Normalverbraucher, die tatsächlich auch in der Lage sind, zu arbeiten, aber auch gleichzeitig in der Stadt zu wohnen. Da sprichst du ein Stichwort an, auf das wir jetzt eingehen wollen, nämlich Regulatorik im Wohnungsbau. Wie viele Fördermaßnahmen haben wir eigentlich? Kann mir das Arnaud oder Michael, wisst ihr das so ungefähr? 150. 150 Fördermaßnahmen. Die sind dann wahrscheinlich kommunal, regional, Land und Bund. Ohne Bund, aber die anderen 3. Die anderen 3, also 150. Okay. Und wenn ich mir die jetzt anschaue, die sind alle wahrscheinlich aufeinander abgestimmt und greifen Hand in Hand. Ja, schön wäre es, aber tatsächlich ist es so, dass wir, wenn wir in geförderten Wohnungsraum investieren, ich nehme mal das Beispiel Hannover, ich weiß nicht, ob der Stand gerade hier irgendwo in der Nähe ist. Nee, der ist ein paar Vielleicht Hallen hören die weiter, die mich ja. hören nicht. Jetzt können wir darüber sprechen. Wir haben eine Landesförderung, eine kommunale Förderung und eine Regionalförderung. Und das Verrückte ist, dass diese 3 Förderinstitute oder Einrichtungen sich scheinbar untereinander nicht kennen und wir dann in den Genuss kommen, diese Menschen miteinander bekannt zu machen und gleichzeitig auch festzustellen, welche Programme kann man wie kombinieren. Und da muss man wirklich die Programme leider alle komplett durchlesen und auch versuchen, daraus mal eine Excel-Datei zu machen, um wirklich zu analysieren, wie greift was ineinander. Und leider greift es eben nicht so ohne weiteres. Das macht es sehr herausfordernd und extrem kleinteilig. Und in jedem Bereich, in den wir neu investieren wollen, müssen wir uns wieder in diese ganzen Förderprogramme einlesen. Michael? Ja, also wir investieren so gut wie gar nicht Gar in nicht. geförderten Wohnungsbau, ja, weil das die Konsequenz ist, weil sie damit keine Volumina schaffen. Ja, das kann man dann sehr regional spezifisch nur tun und das ist auch unlösbar. Ja. In einem Föderalsystem wird das nicht passieren, dass wir ein ineinandergreifendes Fördersystem bundesländerübergreifend haben, als These jetzt. Vielleicht auch ein paar gute Beispiele dazu erwähnen, weil es gibt ja tatsächlich auch Förderprogramme, die tatsächlich auch funktionieren. Also zum Beispiel Land Bayern oder Baden-Württemberg hat über ihre Banken, also über die regionalen Investitionsbanken, Möglichkeiten darüber, wirklich gute Produkte abzubilden, die preisgedämpft sind, die auch eine Rentabilität abbilden, die einerseits der Projektentwickler in der Realisierung des Projekts schaffen kann, aber auch der Endinvestor, der quasi dieses Projekt in den Bestand nimmt.
Gleichzeitig Berlin hat zum ersten Mal wieder seit vielen Jahren ein Förderprogramm auf den Markt gebracht, was auch zum ersten Mal preisgedämpftes Wohnen abbildet. Vielleicht in der Regulatorik noch nicht ideal, um halt jeden Standort zu entwickeln, weil wir brauchen preisgedämpftes Wohnen auch in Innenstädten, nicht nur im Außenbezirk oder in den Stadtratlagen, weil im Endeffekt 4.000 Euro Zuschuss bringen was pro Quadratmeter, aber die bringen nichts in Berlin Mitte, weil einfach die Grundstückspreise viel zu teuer sind. Und grundsätzlich bewegen wir uns schon in die richtige Richtung. Wir müssen aber halt verstehen, wie man eventuell solche Förderprogramme auch gezielter abbilden kann. Und dafür muss man halt aus meiner Sicht Bezirke, Postleitzahlen besser quantifizieren und eventuell faire Förderprogramme entwickeln, dass die zum Beispiel an den Bodenrichtwert sich anpassen. Zum Beispiel muss ich, jetzt nehmen wir wieder das Berliner Beispiel, in Marzahn muss ich nicht so viel Förderung bekommen wie in Berlin-Mitte. Aber ich bräuchte in Berlin-Mitte mehr Förderung, definitiv. Und ich glaube, dass man sozusagen durch bestimmtes Benchmarking, auch mit Hilfe von Machine Learning-Systemen, da eine faire Quote schaffen könnte, damit man auch auf wettbewerbsfähige Förderprogramme schafft, die dann auch wirklich den Wohnungsbau ankurbeln. Das ist das, was wir ja brauchen. So, wenn wir uns jetzt das mal anschauen, eine Sache, die immer wieder gefallen ist, war die Innenstadtnähe, die Metropolnähe. Ich würde jetzt die These mal aufstellen und möchte von euch mal wissen, Metropolnähe per se, also einfach nur Kilometerentfernung, oder geht es eigentlich um Infrastrukturnähe? Ob man nicht sagen kann, ja, es kann auch weiter draußen sein, aber die Infrastruktur ist vorhanden. Die S-Bahn, der S-Bahn-Anschluss, Regionalbahnanschluss, ÖPNV-Anschlüsse insgesamt. Wie sehr spielt das eine Rolle bei Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum in Stadtnähe? Also zur Infrastruktur gehört ja elementar Kultur, ja, die du jetzt, glaube ich, nicht aufgezählt hattest. Ja. Nein. Weil das wird relativ schwierig, obwohl es, glaube ich, kein Land mit einer größeren Theaterdichte gibt als Deutschland, ja, soweit ich mich da richtig erinnere. Von daher ist dieser Zugriff auf kulturellen Stressausgleich, ich glaube, wir haben ja auch über die Corona-Zeit viel gelesen, ja, das ist elementar, ja, auch im Älterwerden. Ja, das ist mal gerade dieser Bezug, okay, deswegen es gibt in Deutschland, glaube ich, nur eine Metropole und das ist Berlin. Ja. Alles andere ist in der Definition keine Metropole. Weil in Deutschland das Kulturangebot ja auch so vielfältig ist, dass es, wie du es vorhin gesagt hast, es gibt auch gar nicht die Notwendigkeit, 2 Stunden zu pendeln, weil ich kann in Stuttgart oder Frankfurt den Job finden, den ich ausüben möchte. Ja. Das ist in Paris und London anders, aber das ist ja auch die große Chance und der Vorteil dieses Landes, dass es so diversifiziert aufgestellt ist, ja, auch in Infrastruktur, Kultur, Verkehr etc. Arno, wie siehst du das mit der Infrastrukturnähe? Dass man sagen kann, ja, die Entfernung, die absolute Entfernung ist größer, aber wenn die Infrastruktur, digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur stimmt. Also Infrastruktur kann man ja breit fassen, dass man sagt, das Internet gehört dazu, eine S-Bahn-Station, vielleicht auch eine Buslinie. Sobald wir sehen, dass Infrastruktur, also oder dieser Verkehr im Prinzip gebaut wird und neue Gebiete erschließen sich auch für uns neue Möglichkeiten, dort Investitionen zu tätigen. Und München ist ein gutes Beispiel. Sie haben entlang der S-Bahn-Trassen haben Sie kaum Preisrückgänge. Das bleibt relativ stabil, bis es ziemlich weit rausgeht und dann bricht es irgendwann ab. Also Sie haben durch diese ÖPNV-Verbindungen natürlich extrem starke oder gleiche Kaufpreise auch in Außenbereichen im Vergleich zu. Weil man eben auch reinfahren kann, um dann ins Gärtnerplatztheater zu gehen. Ja, München ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, ja. Also mal Monaco, ja. Also wenn man nach Monaco reinfahren will, dann wohnt man vielleicht auch außerhalb. Aber ich denke, das ist tatsächlich eine Insel, ja. Aber jetzt sehen Sie bei Berlin, ja, ist ja auch ein gutes Beispiel. Da ist ja, sobald Sie da den S-Bahn-Ring verlassen, ja, ist ein deutlicher Preisabschlag, ja, und auch ein Nachfrageabschlag. Aber ich halte den Bezug zu kultureller Infrastruktur in so einer Anzahl von 100.000 Einwohnerstädten, wie wir sie in Deutschland haben, ist sie ja vorhanden. Es gibt keine Notwendigkeit, außer vielleicht in Berlin, München, diesen Ausnahmen, es gibt keine zwingende Notwendigkeit, auf dem Land zu leben. Ja. Inwiefern nehmt ihr in eure KI auch kulturelle Infrastruktur auf als einen der Marker? Also wir bezeichnen solche Aspekte unter Point of Interest. Unter Point of Interest sind halt unterschiedliche Maßgaben wie Einzelhandel, kulturelles Angebot als Freizeitangebot, sei es von Schwimmbädern bis hin zu
Parkanlagen, Grünanlagen, die Anzahl der Bäume, wie hoch ist die Dichte der Bäume innerhalb einer Straße, hat die Straße 2 Spuren oder 4 Spuren, wie hoch ist die Luftverschmutzung innerhalb der Straße. Das sind Daten, die wir berücksichtigen, um abzubilden, wie gut ist die Wohnqualität an dem Standort. Und das sind aber auch Faktoren, die dafür Sorge tragen können, dass wir erklären können, ob dort zum Beispiel 30 € zu einer Urbanisierung führen oder nicht zu einer Urbanisierung führen, ob das sozusagen zu einem sozialen Brennpunkt werden könnte oder nicht. Das sind Aspekte, die wir in der Mikrobewertung berücksichtigen. Das lässt sich aber am Ende des Tages auch nur dann bewerten, wenn man halt die Möglichkeit hat, wirklich Millionen von Datensätze innerhalb einer Datenbank auszulesen und auch maschinell zu bearbeiten, weil das sind Datensätze, die kann man nicht in Relation setzen mit menschlicher Hilfe. Das geht nicht. Also die kann man nicht in einer Excel-Tabelle auswerten. Da funktioniert keine Formel, die in der Excel-Tabelle man eintippt. Ich finde es ganz interessant, Michael, dass du gerade eben vorhin von Kulturinstitutionen gesprochen hast. Ich breche mal eine Lanze für die Opernhäuser in Deutschland. Deutschland hat die höchste Opernhausdichte weltweit. Ich meine, es sind ungefähr 80 bis 90. Und es gibt ein wunderbares Buch von einem FAZ-Redakteur, das heißt Walküre in Detmold. Da hat er mal alle Opernhäuser abgefahren in Deutschland. Der war ein halbes Jahr lang unterwegs. Also so eine hohe Kulturdichte, da kann ich dir nur zustimmen. Man kann auch in einer kleineren Stadt leben oder in einer kleineren Agglomeration und trotzdem sehr, sehr guten Zugang haben zur Kultur. Das schließt sich nicht aus. Die Frage ist nur, wie schaffen wir dann trotzdem Bezahlbarkeit in dem Ganzen? Und wie schaffen wir es, die Bevölkerung abzuholen und mitzunehmen vor dem Hintergrund von demografischem Wandel, Zuwanderung, Migration und all den Aspekten. Ja? Ich überlege gerade, einen Faktor möchte ich noch fragen, nämlich, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, die sehr, sehr stark gestiegenen Baukosten allgemein. Kann man sich den Neubau überhaupt noch leisten? Das würde ich als letztes einmal von euch beiden wissen. Oder sollten wir einfach abwarten? Die Susanne Eickermann-Rieper hat gesagt, survive till 25 vorhin. Sollten wir uns jetzt alle in einen vorgezogenen Winterschlaf begeben und dann in 2 Jahren wieder aufwachen oder sagen, nein, jetzt ist die Zeit, um das vorzubereiten, um den Schwung mitzunehmen für den nächsten Zyklus? Ja, also ich würde muss den Spieß einmal umdrehen, ja, weil wir über das Thema Bezahlbarkeit sprechen. Also ich glaube, für die meisten Häuser, die wir hier vertreten, die haben Renditeziele. Ja. Die sind tatsächlich da, um in das Produkt Wohnen zu investieren, um Geld zu verdienen. Ja. Und das schließt sich leider momentan aus. Ja. Das heißt, es ist einfach nicht möglich, das Kapital, was wir bekommen, einzusetzen in Wohnungsneubau, sodass es für alle bezahlbar ist, inklusive desjenigen, der das Kapital gibt. Ja. Also Winterschlaf, ganz klares Nein. Wir machen weiter, auch wenn es deutlich schwieriger geworden ist. Das Handelsvolumen, was wir gerade umsetzen, entspricht ungefähr 1/5 von dem, was wir irgendwann mal in so einen Businessplan reingeschrieben haben. Das ist nicht toll, aber es gibt noch Investitionen, die getätigt werden. Der Grund dafür ist, dass diese Schnittmenge zwischen Käufer und Verkäufer immer kleiner wird. Und wir hatten früher eine hohe Überlappung, das heißt, man hat sich an den Tisch gesetzt, gesagt, hier, das ist der Kaufpreis. Dann haben wir gesagt, ja super, finde ich klasse, zahle ich. Dann war das Gespräch beendet. Das haben wir hinter uns gelassen und jetzt ist es so, dass wir wirklich ringen darum, was kann man bezahlen. Es ist immer schwieriger geworden. Und die Baupreise, klar, wenn man in die Projektentwicklerkalkulation reinschaut, sagt man, das hängt auch an den Grundstückspreisen, aber primär auch an den Baupreisen. Da muss irgendwas passieren. Gabriel, du hast das Schlusswort. Wie kriegen wir Bezahlbarkeit im Wohnungsneubau hin? Also bezahlbare Baupreise steht immer in der Relation zum Produkt. Wenn ich kleine Wohnungen baue, die ich möbliere oder nicht möbliere, habe ich einen ganz anderen Ansatz, den pro Quadratmeter, der vielleicht in der Relation steht, um diese Baupreise zu erklären. Auf der anderen Seite kann man sich Produkte anschauen, wie zum Beispiel von der Industrie Wohnen, die dann eher auf einfache oder normale Lagen setzen, wo die Bodenpreise deutlich günstiger sind und das Gesamtprodukt wieder stimmt. Da kann man auch größere Wohnungen bauen zu geringen Quadratmeterpreisen. Das hängt immer natürlich von der Produktvielfalt an. Wir können natürlich auch, vor 2 Jahren konnten wir noch energieeffiziente Gebäude bauen, die eine exzellenten guten Förderung in Anspruch genommen haben. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, wie können Produkte in naher Zukunft denn aussehen, wie müssen wir die Produkte schneiden, damit die auch wirklich funktionieren und damit die auch wirklich bezahlbar sind. Also das Bezahlbarkeit steht immer in einer Relation zum Gesamtprodukt. Am Ende des Tages ist es ja so, wie auch Michael Koine gesagt hat, Investoren bauen wegen einer Rendite. Und die Rendite muss am Ende des Tages unter dem Bottomline die richtige sein. Die muss schwarz sein.
Ich fand diesen Aspekt von Michael tatsächlich sehr wichtig, die Bezahlbarkeit des investierten Kapitals. Also dass auch investiertes Kapital bezahlbar bleiben muss. Und das ist auch etwas, das wir, meine Damen und Herren, mitnehmen nach dieser Podiumsdiskussion. Wir sind am Ende angelangt. Wir alle haben Hausaufgaben zu tun, sowohl mit Blick auf Regulatorik, auf Bezahlbarkeit, auf Regionen, auf Infrastruktur, damit Attraktivität bestehen bleibt im Wohnungsneubau. Prayer.